das ist schon alles verraten, ja. Das ist halt umständlich mit dem Rollator, aber eben, das ist der Alltag. Ich habe mir nie Sorgen gemacht, ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe mich in keinem Alters- oder Pflegeheim habe ich irgendwie einen Platz reserviert, dass, wenn es nicht mehr geht, dass ich dort her kann. Ich denke, wenn es so weit ist oder dass ich nicht mehr da sein könnte, dann findet man auch wieder einen Weg. Ich will keinen irgendwie jetzt ins Auge fassen und sagen, ich mache es dann so. Sondern ich lebe einfach so, wie die Situation ist. Als 2017 die Vreni gestorben ist, bin ich allein in dieser Wohnung geblieben. Ich hatte das Glück, dass obendrauf meine Tochter mit ihrem Mann und dem Enkel dort oben wohnt. Und das hat mir eigentlich die Gelegenheit gegeben, damit ich kann. Ich musste nicht in ein Altersheim oder so etwas. Ja. Das ist noch gäbig, gell? Da kannst du einfach in den Ofen reinrühren. Gut, Er macht immer noch relativ vieles selber. Also er ist sehr, kannst fast sagen, er ist selbstständig. Bei ihm reduziert sich immer mehr wegen seinen Beinen, die einfach nicht gut laufen kann. Die Mobilität ist schwierig geworden bei ihm. Ich habe keinen festen Stand, ich habe keine Sicherheit mehr im Stehen, im Laufen. Angefangen hat es zuerst mit einem Stock und dann hatte ich 2 Stück gehabt. Und dann nachher ist das nicht mehr gegangen. Hat der Arzt mir empfohlen, ich soll einen Rollator zutun. Dann habe ich einmal gefolgt dem Arzt. Solange es ihm gut geht, kann er relativ viel selbstständig machen. Aber sobald irgendetwas dazwischen kommt, denke ich, ist es für ihn einfach wahnsinnig wichtig, dass er jemanden hat, der einfach innerhalb von einer Minute bei ihm sein kann oder bei ihm helfen kann. Soll ich dir da noch helfen, geschwind versorgen? Ja, dann wir da gerade ins Badzimmer rein. Da. Ja. Warte mal, die kannst du mal die ganze die nehme ich gerade so, ja. He? Und das sind dann Bad. Das ist, glaube ich, für die Küche, oder? Das ist die Küche, ja, genau, ja. Und da hat es noch 2. Die nehme ich gerade mit. Ja, und dort ist ist der Trainer. Ja, die nehmen wir dann auch hinter ins Schlafzimmer, gell? Vor ungefähr, ja, es ist 5, 6 Jahre her, hatte ich mal einen Schwächeanfall. Er ist dann gestürzt im Bad in der Nacht. Und ich habe ihn dann am Morgen am Boden gefunden, nachdem er etwa 6 Stunden auf dem Boden gelegen ist. Und ja, da haben wir ihm schon mehr auch helfen. Also da ist wirklich dann, ist er sehr unsicher auf den Beinen. Er hat immer Angst, er stürzt wieder. Ich bin dann hier eine Weile lang jeden Morgen wirklich immer, bevor ich arbeite, schauen, ist alles gut. Da ist eigentlich das, was wir leisten. Die Nähe, ja. Die Nähe und die Präsenz. Bist du gestern noch unterwegs? Bei Osterwald oder so? Ja. Ja, ich bin fleißig mitgesungen. Das ist ehrlich. Mhm. Das ist noch interessant, dass er die Lieder einfach weiss, gell? Mhm. Und die astrein singt er mit. Da kennt er alles. Er kennt manchmal Strophen, die ich nicht mehr kenne. Ja. Mhm. Und sonst redet er kein Wort eigentlich. Nein. Ja, kommunizieren kannst du eigentlich nicht mit ihm, das diskutieren, gell? Ich mache jeden Montag noch einen Besuch mit einem Kollegen zusammen bei einem ehemaligen Nachbar. Der hat fortschreitende Demenz.
Und dann, wenn ich das sehe und das erlebe, dann denke ich immer, mir fehlt ja nichts. Man tut sich dann immer vergleichen mit denen, die es schlimmer haben. Und das ist, ist eine Hilfe, oder? Aber also ich jammere nicht. Nein, ich bin lieber der Luftbus und denke, ich lebe in den Tag hinein. Ja. Der Polizei hat wieder einen Kuchen gebracht und dann hat die Olympia, also die Pflegerin, hat die dann schön Stückchen geschnitten. Dann hat sie es zuerst im Wald gegeben, gell? Dann hat er gesagt, danke vielmals. Hey, was? Das erste Mal, als ich so etwas höre. Echt? Ja. Nein. Wow. Kann man sonst mal eine Musik ausmachen? Ja, ja. Das ist eine sehr eigene gut. Sprache halt. Gell? Es ist mir alles ein Ding, ob ich lache oder sing. Han ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Han ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Und mein Herzli ist zu, kann mir's niemand auftun. Als ein einzig schlaues Mädeli hat ein Schlüssel dazu. Als ein einzig schlaues Mädeli hat ein Schlüssel dazu. Im ersten Ausflug, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir gemacht haben, hat sie mir das Lied vorgesungen und ich hatte es noch nicht kennt. Und dann habe ich gedacht, als sie gestorben ist, jetzt tue ich jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich in den Friedhof hineingehe, spiele ich ihr das Lied vor. Wann haben die genau geheiratet? In welchem Jahr? 1959. 1959. Ja, am 9. Oktober. Warte jetzt mal, da haben wir. Sie ist da, getraut 9. Oktober in Rorschach. Ein schönes Kleid hat sie ja. Ja, da hat sie geheim gehalten. Sie hat da vorher nicht gesagt, zeigen die mir. Echt jetzt? Ja. was? Nein. Hast du sie auch schon am Hochzeitstag gesehen? Genau, ja. Super. Wenn ich an meine Frau denke, dann ist das der Mensch, der mir am meisten Freude hat eigentlich gegeben in meinem Leben. Der hat sie gepflegt und hat sie begleitet und hat eigentlich den grössten Teil hat er übernommen. Für ihn war es eigentlich wirklich keine Last gewesen. Der Prozess, den sie ja gemacht hat, in die Demenz hinein, ist ja sehr, sehr schleichend gekommen. Wir haben lange eigentlich nicht gemerkt, was es ist. Also es hat dann auch mal eine Phase gegeben, wo es nicht mehr gut gegangen ist, wo das Mutti dann auch zum Bett ausgefallen ist und der Daddy hat sie nicht mehr ins Bett zurücklupfen und dann haben wir dann handeln. Also ich habe dann gemerkt, der Daddy ist am Ende von der Kraft und ich habe dann mit meinen Schwestern zusammen relativ schnell und kurzfristig einen Platz gesucht für das Mutti. Wir haben sie dann in ein Pflegeheim getan. Ich besuche sie täglich 2-mal, am Vormittag und am Nachmittag. Oft will sie beim Abschied mit mir nach Hause. Es bricht mir beinahe das Herz. Oft muss ich Französisch verschwinden. Andertags bekomme ich zu hören, dass ich, sie, abgeschoben hätten. Immer aber freut sie sich über mein Kommen. Einmal sagt sie, immer wenn du kommst, ist es wie wenn ein Sünneli aufgeht. Ich habe dann hier schon so damit gerechnet, ja, das war es jetzt. Also jetzt wird sie dort wahrscheinlich sein und sterben und sie wird nie mehr hierher kommen. Und dann hat aber der Daddy es dann durchgedrückt und hat gesagt, er will sie wieder heimnehmen. Und dann haben wir aber das Glück gehabt, dass sie in diesem Pflegeheim sehr gut medikamentös eingestellt worden ist. Sie ist dann dort auch wie pflegeleichter geworden. Als sie wieder da war, ist sie wie aufgeblüht und hat wieder fast ganz normal tun, oder? Das ist dann erst langsam hat dann wieder das eine und das andere hat sie dann im Stich gelassen. Sie hat immer den Wunsch gehabt, sie will
vor mir sterben. Sie will, dass ich dabei bin, wenn sie stirbt. Und dass sie nicht mehr muss ins Spital oder so. Und da haben wir dann eigentlich alles erfüllen. Also ich bin dann dort erlöst von dieser Pflege und der Unsicherheit, was mache ich? Kann ich ihr den Wunsch erfüllen oder nicht? Und da ist gegangen, ja. Am Anfang gehst du ein kleines Loch rein. Du kommst heim, willst du etwas erzählen und gleich hast du nur Wände, wo du kannst reden mit ihnen. Ich ertappe mich heute noch manchmal, wenn ich irgendetwas erlebt habe. Ich gehe in die Migros posten und dann habe ich eine Frau oder einen Mann, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und dann denke ich, oh, da muss ich den Vreni erzählen, oder? Und dann unterwegs sage ich, du kannst ja gerne jemand erzählen, oder? Du warst griechisch heute Morgen? Sind alle gekommen? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Wenn wir das Vierte sind wir alle 4 Tage. Ja. Eben das 4. sind ihr nur noch, gell? Ja, das heisst Lehrerin und 3 alte Säcke. Ja, aber die mögen alle noch griechisch reden. Komm jetzt. Als Mutti dann so pflegebedürftig war, dass er sie nicht mehr länger allein lassen konnte, hat dann die griechische Gruppe von sich aus gesagt, ja, weißt du was, dann kommen wir doch einfach zu dir. Seither machen wir den griechischen Unterricht bei mir in der Stube, nebenzu ins Schlafzimmer. Und da habe ich einmal gehört, wenn Vreni aufgestanden ist oder so oder etwas gerufen hat, dann haben wir den so den Weg überbrücken. Und als meine Frau gestorben ist, hat man das beibehalten und gefunden, das sei viel schöner, sei familiärer. Archisu. Bravo, ne bebi na konasti. Ja, ilikia. Ilikia έχει πολλές ωραίες σελίδες. Μα το ωραίες, αν το θέλεις σωστά, πρέπει να είναι έτσι. Ωραίες. Ωραίες, Το πρώτο με άι, αλλά δεν πειράζει, Ωραίες. Ja, mit dem. Βάλουμε αυτό εδώ. Ωραίες σελίδες. Όταν είσαι υγιής, όταν δεν έχεις πόνους, όταν δεν έχεις ανάγκη γιατρούς, όταν χρειάζεσαι. Όταν δεν. Also er hat einen riesen Unterstützungsapparat, angefangen von der Spitex, wo wir dort mal ihm so ein bisschen aufs Auge gedruckt haben. Die Spitex, die 3-mal in der Woche kommt, ihm Körperpflege helfen. Dann hat er von der Prosenektute eine Frau, die alle 14 Tage kommt, putzen. Vorher, als meine Frau dement war, ist sie einmal in der Woche gekommen und hat mir einen freien Nachmittag eigentlich ermöglicht. Wir haben die gleiche Wellenlänge, wir können reden miteinander, wir fangen an mit einem Kaffee trinken. Und dann können wir so die letzten 14 Tage ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben. Und habe ich wieder einmal jemanden, wo ich reden kann. Ich will gerne Leute haben. Das erleichtert natürlich wahnsinnig viel für uns, weil wir haben auch einen Alltag, wir sind beide noch voll drin am Arbeiten. Ich meine, wir gehen am Morgen früh und kommen manchmal am Abend spät. Und die Tatsache, dass wir wissen, dass er aufgehoben ist schon beruhigend. Dann haben wir den Dienstag, dort wo ihr kommt. Ah ja, genau. Was kochst du für uns? Da habe ich aufgeschrieben, Tortellini mit Sugo, die Basilico. Tipptopp.
Was Ist brauchst das du gut? dort, was nimmst du da mit der Tortellini mit dem Spinat? Mit dem Spinat, Mit der ja, Spinatfüllung. genau. Warte mal, wir sind dann sind wir zu vierten. Dann magst du schon einen grossen Pack leiden, he? Oder vielleicht 2 sogar, ich schaue Ja, mal. genau, ja. Tschüss! Tschüss, danke vielmals. Bitte, gern! Schönen Tag! Danke gleichfalls, ja. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person wäre. Ob ich jetzt, wenn ich meine Mutter gesehen habe, wie sich mein Vater um sie gekümmert hat, ob ich jetzt könnte so für meinen Vater da sein könnte. Da weiss ich nicht, ob ich das leisten könnte. Ich erwarte auch nie. Wir haben nie etwas ausgesprochen, ich weiß es. Sie haben mich auch noch nie gefragt danach, was willst denn du machen? Das heisst, einmal hat der Massimo gesagt, Gerhard, du kannst da bleiben in dieser Wohnung, bis du stirbst. Das wäre ja das Schönste, oder? Ich könnte da stehen. Aber das ist ein Wunschdenken, kann ich jetzt sagen, ja. Jetzt, in der jetzigen Situation würde ich sagen, oh, ich würde mir das nicht zutrauen, ich müsste mir eine Hilfe holen. Und weil er den Wunsch hat, wirklich da unten zu sterben, wollte man das natürlich so lange wie möglich ihm ermöglichen. Und ich sehe jetzt da mit so einer 24-Stunden-Betreuung. Und was ein Vorteil wäre, dass wir auch noch da wären. Also wir könnten ja die Person dann auch noch ein Stück weit dann eben auch unterstützen. Wäre so der Wunsch, dass das so geht. Und sonst... Ja, und das ist eigentlich auch der Wunsch von Gerhard. Ja, ja. Dass wenn er wirklich nicht mehr mobil, überhaupt nicht mehr mobil wäre. Aber dann hofft er, dass er ihn holt im Himmel, hat er gesagt, vorher schon. Genau. Das ist Sinn. Und dass dort oben keinen Rollator braucht, hat er mal letztens gesagt. Er hofft, es brauche keinen Rollator da oben. Das ist so umständlich. Ich habe die Gnade, dass ich nicht zu viele Probleme mit mir herumtrage. Meine Lebensphilosophie ist eigentlich, mach aus jedem Tag das Beste, was du kannst. Und das probiere ich zu machen, ja.